Liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein November gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was wichtig ist zu beachten, was aber auch ganz außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Jungfrau im November, bitte. Innere Dämonen erkennen, bezwingen. Die Leichtigkeit, nur eine Erinnerung. Oder entscheidest du dich ein für alle Mal, dich dem Licht zuzuwenden? Deine Gabe, wer sie unterdrückt, wird leiden. Wer hingegen bereit ist, sie auszuleben ohne Angst, wird über alles emporschwingen. Drei Themenkarten. Wunderbar. Hier haben wir schon das Gift. Das Gift, die inneren Dämonen. Mit was setzt du dich auseinander? Was sind deine Ängste, Sorgen, Selbstzweifel? Wo vertraust du dir nicht? Wo bist du nicht in deiner Kraft, liebe Jungfrau? Das Göttliche in dir, die Gabe, die dir mitgegeben wurde, das Wissen, eine Erkenntnis und alles fügt sich. Sofern du bereit bist zu erkennen, sofern du bereit bist, ehrlich zu dir selbst zu sein, sofern du bereit bist, Ja zu sagen. Zum nächsten Vollmond wird es düster, denn es werden Worte ausgesprochen, entweder von dir oder von jemand anders an dich gerichtet, die wie Gift sind. Gut möglich, dass du getriggert bist und du weißt, liebe Jungfrau, ein Trigger ist nicht der jetzige Zustand, sondern es zeigt dir nur an, was noch ungelöst ist aus deiner Vergangenheit. Die geistige Welt möchte, dass du erkennst, die geistige Welt möchte, dass du deine Essenz mit der Welt teilst. Mitgefühl. Hast du Mitgefühl? Was triggert dein Mitgefühl? Wie innen, so außen. Die Welt ist in Aufruhr. Wie es scheint, du auch, liebe Jungfrau. Das, was dir gespiegelt wird, womit identifizierst du dich? Musst du dich überhaupt identifizieren? Musst du überhaupt eine Meinung haben zu jemandem oder zu etwas? Wie gesagt, der nächste Vollmond ist für dich sehr, sehr ausschlaggebend. Bitte sei achtsam, sei in der Wahrnehmung und vor allem habe Mitgefühl und Geduld mit dir selbst. Denn es ist ein innerer Kampf, ob du
dein Innen nach außen kehrst oder nicht. Die Frage ist, liebe Jungfrau, wenn du es bis dato versucht hast, doch angeeckt bist, vielleicht wollte dir das Universum damit sagen, es geht anders. Und zwar aus dem Herzen heraus, nicht aus dem Ego. Schauen wir uns die Hauptenergie an, die dir zur Verfügung steht im November. Der Oktober, liebe Jungfrau, der Oktober war im Gegensatz zum November Pillepalle. Was bedeutet, der Oktober hat dich schon leicht darauf hingewiesen, auf das, was kommt. Der November wird sehr intensiv. Nicht nur für dich, für uns alle. Ausschlaggebend für dich ist der 17. November. Am 17. November wirst du eine Erkenntnis erlangen. Diese Erkenntnis wird dir den richtigen, für dich richtigen Weg weisen, die richtige Richtung. Gut möglich, dass du mit einem Wassermann verbunden bist und etwas in dir, was du schon lange vergessen hast, wird emporkommen, erwachen und dir bleibt nichts anderes übrig, als es anzusehen. Die Gabe. Selbstverständlich beobachte, nehme wahr. Und das Hin- und Hergerissensein zwischen einem Feuerzeichen und einem Luftzeichen. Es hat Zeit, lass dich nicht ablenken. Denn wenn du einen Samen hättest von einem Baum, du die Wahl hättest, wo einzupflanzen, würdest du ihn in deinen Garten pflanzen, auf deinen Balkon, oder hättest du den Weitblick und würdest die Mühe auf dich nehmen, die Welt zu bereisen und ihn an den für dich richtigen Platz zu pflanzen und einzusetzen? Darum geht es, liebe Jungfrau. Lese bitte zwischen den Zeilen. Bewusstseinssprünge stehen dir zur Verfügung. Wir wünschen uns alle, dass du diese wahrnimmst, auf sie eingehst. Denn wenn es dir gut geht, geht es uns allen gut. Wir sind alle eins, wir sind alle verbunden. Gehen wir ins Detail, liebe Jungfrau. Die Jungfrau im November. Du zögerst. Wenn das, was du manifestiert hast, vor 3 bis 7 Jahren, plötzlich beginnt, sich herauszukristallisieren, sich in deinen Alltag zu manifestieren. Ja, oft sind wir dann voller Schrecken und sagen, oh mein Gott. Wünsche und Träume werden immer wahr, nur vielleicht nicht auf genau diese Art, wie du es dir vorgestellt hast, sondern auf die für dich passende Art. Jetzt ist es soweit. Doch ist es wichtig, dass du erkennst, liebe Jungfrau, dass du erkennst, dass genau das, was jetzt kommt, einst dein größter Wunsch war. Ich bekomme Halskratzen. Wer mich kennt, weiß, Kommunikationsprobleme. Vielleicht nicht gar zum Luftzeichen oder zum Feuerzeichen, sondern mit dir selbst, indem du versuchst auszureden. Du, liebe Jungfrau, du brauchst eigentlich gar nicht nach Antworten suchen, denn die Antworten hast du immer gleich parat.
Doch was ist, wenn die Antworten fürsprechend sind, liebend sind, ermutigend und dein Selbstbildnis damit aber nicht konform geht? Gut möglich auch, dass es Auseinandersetzungen gibt. Auseinandersetzungen müssen nicht immer negativ behaftet sein. Man setzt sich auseinander. Das heißt, man spricht darüber, jeder teilt seine eigene Wahrheit mit und schaut, ob man sich in der Mitte treffen kann, auf dass es für alle gut ist. Was ist deins? Was ist meins? Hast du das Gefühl, mehr zu geben, mehr einzusetzen als dein Gegenüber? Gut möglich. Doch so wie du es tust, so wie du es kannst, kann es kein anderer. Zu viel gibt es nicht. Denn es ist mehr als zu viel vorhanden. Lese zwischen den Zeilen. Du möchtest Menschen mit ins Boot holen, ein Projekt. Du zögerst. Unsicher darüber, ob die du mit ins Boot holen möchtest, wirklich die richtigen sind. Denn die Erfahrung hat dich anderes gelehrt. Zu viel Vertrauen verschenkt, wohlwollend, an dich selbst denkend, wie du weiterkommst. Doch diesmal ist der Ansatz ein anderer. Halte inne. Du bist kurz davor, eine sehr, sehr wichtige Entscheidung zu treffen. Schalte den Verstand aus. Spür in dich hinein. Und wie vorhin schon gesagt, du hast auch die Antworten gleich. Auch wenn jemand erfährt, dass jemand anders nebenher die ganze Zeit was anderes gemacht hat. Tja, liebe Jungfrau, der Spiegel. Verurteile nicht in anderen, was auf die eine oder andere Weise auch in dir ist. Wir machen weiter im Extended, gehen weiter ins Detail. Wir haben noch mehr als genug Karten. Ich warte auf dich. Bis gleich. Ich freue mich. Ciao.